schirme uns alle Zeit, treulich im Kampf und Streit. Mutter, Mutter, du Reine. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich begrüße Sie und euch alle, liebe Schwestern und Brüder, zu unserem gemeinsamen Gebet heute Abend. Heute am 7. Ostersonntag, wer die erste Lesung heute gehört hat, da hieß es ja, als die Apostel, als die Jünger von den Ölberg zurückkamen und in die Stadt kamen, gingen sie in das Obergemach hinauf, wo sie nun ständig blieben. Sie alle verharrten, heißt es dort, einmütig im Gebet, zusammen mit den Frauen und der Maria, der Mutter Jesu. Sie haben auf die Stimme Jesu, auf sein Wort gehört und darauf vertraut. Sie wussten ja nicht 100%, was passiert, wenn der Heilige Geist kommt. Aber Maria, die Mutter Jesu, die Mutter Gottes, sie hatte da schon Erfahrung mit dem Heiligen Geist. Schon 33 Jahre zuvor, vor diesem Ereignis, kam der Heilige Geist auf sie herab, wie der Engel ihr gesagt hat, die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Und sie Maria wusste, wenn der Heilige Geist sich auf jemand herablässt, jemand erfüllt, dann kann man nicht schweigen. Sie hat das der Elisabeth mitgeteilt. Und sie wusste, wenn der Heilige Geist wirkt, damals wurde Jesus, Gottes Sohn, geboren. Als sie nun gemeinsam versammelt waren im Gebet mit dieser Gebetsgruppe, Maria wusste es, was Pfingsten passiert. Da wurde die Kirche geboren, das sind wir heute. Liebe Schwestern und Brüder, verharren mit Maria, mit der Mutter Jesu im Gebet. Wir wollen ihr danken für ihre Fürsprache, für ihr Mitbeten. Sie betet immer mit uns mit. Das dürfen wir nicht vergessen. Die Kirche und wir alle brauchen auch heute Beter und Beterinnen, die darauf vertrauen, dass Gott jederzeit in der Lage ist, durch das Wirken des Heiligen Geistes alles zu erneuern, alles neu zu machen, alles lebendig zu machen, auch wenn einiges zurzeit getrübt ausschaut. Die Mutter Gottes braucht uns, unser Gebet, dass sie mit uns betet. Ich möchte heute Abend für eine Familie beten und ich möchte allgemein beten für alle Menschen, die es schwierig haben mit den Abtreibungen. An vielen Stellen wird das Leben als zum Schutz des Lebens sämtliches unternommen. Das haben wir jetzt in der Pandemie zu Genüge erfahren. Aber für das ungeborene Leben, da scheinen die bekannten Stimmen zu verstummen. Da meldet sich kaum jemand zu Wort. Und egal verteilt für das ungeborene Leben. Ich möchte für alle beten, die es schwierig haben, die das als persönliches Recht anerkennen wollen. Das ist ein Töten des ungeborenen Lebens. Bitten wir zusammen mit der Mutter Gottes, dass der Heilige Geist die Augen, die Glaubensaugen öffnet für diese, ich sage mal, üble Taten, von denen kaum jemand was berichtet. Ich möchte für alle Kranken beten, für alle einsamen Menschen und für alle,
Menschen aus unseren Gemeinden und unseren Bistümern. Bringen Sie und ihr jetzt euer persönliches Anliegen von dem lebendigen Gott. Allerheiligste Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, ich opfere dir auf den kostbaren Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit unseres Herrn Jesus Christus, gegenwärtig in allen Tabernakeln der Welt, zur Sühne für alle Schmähungen, Sakrilegien und Gleichgültigkeiten, durch welche er selbst beleidigt wird. Durch die Verdienste seines heiligsten Herzens und die des unbefleckten Herzens Mariens erflehe ich von dir die Bekehrung der armen Sünder. Mein Gott, ich glaube an dich, ich bete dich an, ich hoffe auf dich, ich liebe dich, ich bitte dich um Verzeihung für jene, die nicht glauben, dich nicht anbeten, nicht hoffen und dich nicht lieben. Mein Gott, ich glaube an dich, ich bete dich an, ich hoffe auf dich, ich liebe dich, ich bitte dich um Verzeihung für jene, die nicht glauben, die nicht anbeten, nicht hoffen und dich nicht lieben. Mein Gott, ich glaube an dich, ich bete dich an, ich hoffe auf dich, ich liebe dich, ich bitte dich um Verzeihung für jene, die nicht glauben, dich nicht anbeten, nicht hoffen und dich nicht lieben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns den Glauben vermehre. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns die Hoffnung stärke. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns die Liebe entzünde. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeihe uns unsere Sünden, bewahre uns von dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches
uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der von den Toten auferstanden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der von den Toten auferstanden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der von den Toten auferstanden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der von den Toten auferstanden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der von den Toten auferstanden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der von den Toten auferstanden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der von den Toten auferstanden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der von den Toten auferstanden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der von den Toten auferstanden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der von den Toten auferstanden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns von dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. In dem zweiten Gesetz betrachten wir die Christi Himmelfahrt. Ich möchte einmal daran erinnern, was Papst Benedikt einmal gesagt hat. Dass Christi Himmelfahrt handelt nicht von einer Reise. Das ist hineingenommen in kleinen Moment. Das ist hineingenommen in die Königreich Gottes. Er schreibt auch sinngemäß, dass der Himmel verweist nicht nur auf einen Ort über der Sterne, sondern der Himmel verweist direkt auf Jesus Christus. So nähern wir uns dem Himmel, wie wir uns Jesus Christus nähren und wie wir an seinem Wort festhalten und glauben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser
heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeihe uns unsere Sünden, bewahre uns von dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. In dem dritten Geheimnis betrachten wir das Geschenk des Heiligen Geistes, durch den die Kirche geboren wurde. In Erwartung mit Maria verharren auch wir im Gebet und beten für alle, die nicht beten können, dem es schwerfällt zu beten. Möge der Heilige Geist ihre Herzen von neuem entflammen. Wir als getaufte Christen haben den Heiligen Geist in der Taufe und dann in der Firmung schon empfangen. Bitten wir ihn, dass er die Gaben, die er uns geschenkt hat, an uns vollendet, dass er sie befreit. Dazu braucht er aber unseren persönlichen freien Willen. Allein schon der Glaube ist eine Gabe des Heiligen Geistes.
Das Beten ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Das Helfen anderen Menschen ist die Gabe des Heiligen Geistes. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünde, bewahre uns von dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Im vierten Geheimnis betrachten wir Mariens Aufnahme in den Himmel. Sehr viele Menschen haben Schwierigkeiten, diese Dogma anzuerkennen, diese Wahrheit anzuerkennen. Ich bin dankbar für diese Dogma und das Wissen, dass Maria im Himmel aufgenommen ist. So ist sie gegenwärtig auch mit uns immer und betet auch immer mit uns. Ich möchte für alle beten, die das nicht annehmen können. Möge der Heilige Geist denen den Glauben schenken,
für diese wunderbare Dogma und für diese wunderbare Wahrheit. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns von dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. In dem 5. Geheimnis betrachten wir die Krönung Mariens im Himmel. Liebe Schwestern und Brüder, in dieser Zeit der Pandemie haben sämtliche Nationen ihre Bistümer, ihre ganzen Länder den unbefleckten Herzens Mariens geweiht. Manche Länder haben Maria als Schutzpatronin, als Königin gewählt.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der dich, o Jungfrau, im Himmel gekrönt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der dich, o Jungfrau, im Himmel gekrönt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der dich, o Jungfrau, im Himmel gekrönt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der dich, o Jungfrau, im Himmel gekrönt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der dich, o Jungfrau, im Himmel gekrönt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der dich, o Jungfrau, im Himmel gekrönt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der dich, o Jungfrau, im Himmel gekrönt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der dich, o Jungfrau, im Himmel gekrönt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der dich, o Jungfrau, im Himmel gekrönt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der dich, o Jungfrau, im Himmel gekrönt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns von dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Königin des heiligen Rosenkranzes, bitte für uns. Königin der Familien, bitte für uns. Königin des Friedens, bitte für uns. In einem Moment der Stille vorbereiten wir uns für die geistige Kommunion.
Es reicht ja der brennende Wunsch, den Herrn zu empfangen und eine liebevolle Umarmung, als hätten wir ihn schon empfangen. Zu deinen Füßen, lieber Jesus, werfe ich mich nieder und schenke dir den Reuschmerz meines zerknirschten Herzens. Ich beuge mich tief in meinem Nichts von deinem heiligen Gegenwart. Ich bete dich an im Sakrament deiner Liebe, in dem unsagbar großen und heiligen Sakrament des Altares. Ich wünsche dich aufzunehmen in die armselige Wohnung, der meine Seele dir bieten kann. In Erwartung des Glückes der wirklichen heiligen Kommunion möchte ich dich jetzt geistigerweise empfangen. Komme zu mir, lieber Jesus, denn ich komme zu dir. Möge deine Liebe mein ganzes Wesen besitzen, im Leben und im Tode. Ich glaube an dich, ich hoffe auf dich, ich liebe dich. Amen. Seele Christi, heilige mich, Leib Christi, rette mich, Blut Christi, tränke mich, Wasser der Seite Christi, wasche mich, Leiden Christi, stärke mich, o guter Jesus, erhöre mich, birg in deinen Wunden mich, von dir lass nie mehr scheiden mich, von dem bösen Feind beschütze mich, in meiner Todesstunde rufe mich, zu dir zu kommen heiße mich, mit deinen Heiligen zu loben dich, in deinem Reiche ewiglich. Wer ein Gotteslob hat, singen wir die Nummer 495. 495. Sakramente, Liebe Gottes, Leib des Herrn sei hoch verehrt. Mag das uns mit Gott vereinigt, Brot, das unsere Seele nährt, Blut, in dem uns Gott besiegt, seinem Bund, der ewig währt. Lob und Dank sei Gott, dem Vater, der das Leben uns verheißt, seinem Wort, dem ewigen Sohne, der im Himmelsbrot uns speist, auf der Bund der höchste Liebe, sei gelobt der Heilige Geist. Amen. Brot von Himmel hast du ihnen gegeben, dass alle Erquickung gesegnet wird. Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altares hast du das Gedächtnis deines Leides und deiner Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leides und Blutes so zu verehren,
dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du lebst und herrschst in Ewigkeit. Amen. Wie die Jünger in Jerusalem blicken wir noch einmal auf die Mutter Gottes heute Abend. Wir beten das Gebet unter deinem Schutz und Schirm. Das ist einer der ältesten Gebete überhaupt. Und also von Maria, das ist einer der ältesten Gebete. Unter deinem Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige Gottesmutter. Verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten, sondern erlöse uns jederzeit vor allen Gefahren. O du glorreiche und gebenedeite Jungfrau, unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin, versöhne uns mit deinem Sohne, empfehle uns deinem Sohne, stelle uns vor deinem Sohne. Auch heute Abend beten wir das Gebet, das Papst Franziskus uns für den Monat Mai gegeben hat. O Maria, du erstrahlst immer auf unserem Weg als Zeichen des Heils und der Hoffnung. Wir vertrauen auf dich, Heil der Kranken, der du unter dem Kreuz mit dem Schmerzen Jesu vereint warst
und fest deinen Glauben bewahrt hast. Du Heil des römischen Volkes weißt, was wir brauchen. Wir sind sicher, dass du dafür sorgen wirst, dass wir zu Kana in Galiläa Freude und Frohsinn zurückkehren mögen, nach dieser Zeit der Prüfung. Hilf uns, Mutter der göttlichen Liebe, uns dem Willen des Vaters anzugleichen und das zu tun, was Jesus uns sagen wird, der unser Leiden auf sich genommen und unsere Schmerzen getragen hat, uns durch das Kreuz zur Freude der Auferstehung zu führen. Amen. Wer ein Gotteslob hat, kann die Nummer 536 ausschlagen. 536. Gegrüßet seist du, Königin, o Maria, erhabene Frau und Herrscherin, o Maria. Freut euch, ihr Cherubim, losingt ihr Seraphim, grüßet eure Königin. Salve, salve, salve Regina. O Mutter der Barmherzigkeit, o Maria, du unseres Lebens Süßigkeit, o Maria. Freut euch, ihr Cherubim, losingt ihr Seraphim, grüßet eure Königin. Salve, salve, salve Regina. Du unsere Hoffnung sei gegrüßt, o Maria, die du der Sünder Zuflucht bist, o Maria. Freut euch, ihr Cherubim, losingt ihr Seraphim, grüßet eure Königin. Salve, salve, salve Regina. O mächtige Fürsprecherin, o Maria, bei Gott sei unsere Helferin, o Maria. Freut euch, ihr Cherubim, losingt ihr Seraphim, grüßet eure Königin. Salve, salve, salve Regina. Dein mildes August uns zuwendet, o Maria, o zeig uns Jesus nach dem End, o Maria. Freut euch, ihr
Salve, salve Regina. Vielen Dank, liebe Schwestern und Brüder, für eure Mitgebet. Ich danke persönlich allen, die die Stimme der Mutter Gottes folgen und täglich den Rosenkranz beten. Wir beten auch in dieser Woche vor Pfingsten den Rosenkranz immer abends um 19 Uhr. Und es ist eine Pfingstnovene. Vielleicht überlegt jede und jeder selber, ob es neben dem Gebet auch vielleicht ein wenig fasten kann. Ich wünsche Ihnen und euch allen, euren Familien und allen Menschen, für die Sie und ihr gebetet habt, einen gesegneten Abend. Geht in Frieden.